Was? Wir testen heute also den Kylian Mbappé Fake Fußballschuh für 14 €. Ich bin mal gespannt, was der Fußballschuh drauf hat. Alles, was ihr wissen müsst, erfährt ihr heute. Ob es sich vielleicht sogar lohnt, ob der schon eine positive Überraschung ist, erfährt ihr jetzt im Test. Also ganz, ganz viel Spaß. Also die Socke, Stabilität ist da, generell definitiv, falls jemand so breite Füße hat, dass er bisher in keinem Schuh Platz hatte, der könnte es vielleicht sein. Also den Schuh jetzt zum ersten Mal angezogen und so vom Gefühl her sehr, sehr instabil. Man läuft so ein bisschen nach innen und man spürt die Stollen auch durch die Sohle extrem. Sprich, man merkt genau, wo die Stollen angeordnet sind. Es tut jetzt nicht weh, aber es ist auch nicht angenehm und Stabilität bekommt man definitiv nicht vermittelt. Wir haben uns heute also wieder Fußballschuh bei Wish bestellt. Es geht heute um diesen Fußballschuh, der gerade mal 14 € gekostet hat. Sprich, da sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten bei der Performance, beim Review. Ich versuche das Ganze möglichst ernst zu nehmen, weil der Fußballschuh, kommen wir gleich dazu, sehr, sehr spannendes Thema. Ich denke, die optische Inspiration liegt hier sehr, sehr nah, und zwar ist natürlich hier die Rede vom Kylian Mbappé Nike Superfly 7 Bondi. Das war der allererste Signature-Schuh Kylian Mbappé bei Nike. Ist auch für mich einer der geilsten Nike Superfly 7 aller Zeiten, weshalb natürlich die Optik hier ja, so ein bisschen Inspiration gefunden hat. Sieht auch fast identisch aus, kommen wir gleich nochmal im Detail dazu. Muss ich sagen, von der Idee her schon mal cool, von der Umsetzung. Kommen wir zu den Produktfeatures des Kylian Mbappé Fake Fußballschuhs und wir starten direkt mal mit meinem Highlight. Ist zwar nur ein optisches Highlight, aber muss man hier auf jeden Fall mal erwähnen. Und zwar an der Socke befindet sich M Nike. Also es steht hier tatsächlich M Nike, weil natürlich der Name Nike nicht verwendet werden darf. Zum anderen haben wir hier natürlich eine sehr, sehr elastische Socke, wie man sehen kann. Kann man den Schuh auch tatsächlich Low-Cut spielen, das ist schon mal sehr, sehr geil. Und auch ein absolutes Feature ist natürlich die Stabilität für den Lockdown, was man bei diesem Fußballschuh ganz gut erkennen kann. Okay Leute, Spaß beiseite. Ich muss das Ganze natürlich auch ein bisschen ernst nehmen, diesem Fußballschuh auch eine Chance bieten. Er kostet ja immerhin nur 14 €. Deshalb jetzt natürlich dann gleich auch noch meine Meinung. Ob der Fußballschuh dann tatsächlich so schlecht ist wie der erste Eindruck, erfährt ihr jetzt. Yeah, I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. God out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the right, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, no one's real as me. Lately, life has been gorgeous. Wake up to clear, my eyes hit record. Praise up to God, I ain't chasing no bitch. Swinging and miss, got me hitting these late. Sind wir ehrlich Leute, auch die Optik ist natürlich so ein bisschen bei diesem Voting mitentscheidend. Auch wenn es Fake-Fußballschuhe sind, würde ich sagen, wir schauen uns den Fußballschuh mal im Detail an. Schauen wir uns also mal die Optik an. Man kann natürlich sehen, der Schuh ist inspiriert am Nike Superfly. Hier eine sehr, sehr interessante Schnürung. Habe ich so noch nie gesehen. Der Nike Swoosh geht hier komplett durch. Liegt daran, dass die Rechte natürlich bei Nike liegen. Aber hier, das erkennt man auf jeden Fall vom Bondi-Schuh. Finde ich schon mal sehr, sehr cool. Hier nochmal das Highlight M Nike. Auf jeden Fall sehr, sehr geil. Die Sohle ist natürlich auch direkt vom Superfly abgekupfert, wenn auch hier keine Mittelsohle quasi weggelassen worden ist, sondern ja, sieht sehr, sehr komisch aus. Sieht auch sehr, sehr instabil aus, weil das Plastik hier sehr, sehr dünn ist. Aber das testen wir natürlich gleich. Hier fehlt auch das Mercurial-Zeichen. Die Socke auch vom Superfly nachempfunden, genauso wie das hier vorne, nur dass der Schuh generell etwas breiter ist als der Superfly. Kann man hier auch schon mal ganz gut erkennen. Von der Seite sieht er gar nicht so verkehrt aus. Von vorne sehr, sehr klobig.
Aber von mir gibt es tatsächlich für den 14-Euro-Schuh, weil er nur 14 Euro gekostet hat, ja, 5 von 10 Punkten mit 2 Augen, die zu sind. Wie vorher angekündigt, hatte ich ja so ein bisschen meine Bedenken, was das Thema Stabilität angeht, und das hat sich natürlich auch bestätigt. Der Fußballschuh bietet keinerlei Unterstützung, um irgendwie einen sicheren Stand zu haben. Klar, es sind 14 Euro, sollte man es wie gesagt nicht vergessen. Man kann damit auch Fußball spielen. Grundsätzlich kann man nämlich mit jedem Fußballschuh Fußball spielen. Es kommt natürlich auch aufs eigene Können drauf an. Aber ich sag mal so, falls man normale Fußballschuhe gewöhnt ist, ist die Umstellung zu diesem Fußballschuh definitiv da. Die Passform an sich auf jeden Fall perfekt für breite Füße, für sehr, sehr breite Füße sowieso. Für schmale Füße wird es tatsächlich kritisch. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mich so ein bisschen an die Schuhe jetzt gewöhnt habe, aber irgendwie finde ich, wenn die von ein bisschen weiter weg gefilmt werden, sieht es gar nicht so verkehrt aus. Spaß beiseite, Leute, für 14 Euro kann man bei der Optik gar nicht so krass meckern. Was das Thema Ballgefühl und Touch angeht, auch hier das Ergebnis jetzt nicht unbedingt prima, um es mal ganz, ganz positiv auszudrücken. Das Obermaterial ist natürlich sehr, sehr steif. Auch nach der Einlaufphase wird es nicht sonderlich weich. Es passt sich noch ein bisschen besser an, sprich es wird ein bisschen weicher. Man spürt den Ball auch, aber absolut nicht zu vergleichen, wie beispielsweise jetzt mit dem Nike Superfly von Kylian Mbappé. Das sind auf jeden Fall Welten dazwischen. Das ist natürlich auch beim Preis der Faktor. Ich muss sagen, es ist jetzt nicht ultra schlimm, man kann damit Fußball spielen, aber wie gesagt, wenn man den Vergleich tatsächlich zieht zum Nike Superfly, dann ist das Ergebnis auf jeden Fall miserabel. Kommen wir auch mal zu einem kleinen Fazit, was den 14-Euro-Schuh von Kylian Mbappé angeht. Ich habe natürlich im Test immer wieder den Vergleich zum Nike Superfly 7 Elite gezogen, was man aber eigentlich nicht machen sollte und vor allem, wenn man sich diesen Fußballschuh kauft, wahrscheinlich auch nicht tut. Die Optik tatsächlich für mich okay, vor allem für den Preis eigentlich ein gutes Ergebnis, kann man auch mal positiv vorwegnehmen. Man kann mit einem Fußballschuh auch quasi Fußball spielen, das ist jetzt nicht das Problem. Allerdings ist die Haltbarkeit definitiv nicht gut, das hat man auch bei den Rezensionen im Internet gelesen. Das Ballgefühl ist eigentlich nicht vorhanden und Stabilität sowieso nicht, sprich Verletzungsgefahr ist hier auf jeden Fall da. Allerdings, wenn man einen sehr, sehr breiten Fuß hat und bisher keinen Fußballschuh gefunden hat, kann man vielleicht diesen Fußballschuh tatsächlich in Betracht ziehen, wenn man halt keine Anforderungen an Fußballschuh hat. Wie gesagt, für 14 Euro, wenn man es so darstellt, ist der Fußballschuh auf jeden Fall schlecht und nicht sehr schlecht, aber ich würde ihn definitiv nicht empfehlen, auch nicht für 14 Euro. Das war es auch schon wieder zum Kylian Mbappé Fake-Fußballschuh-Test. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Hat definitiv sehr, sehr viel Spaß gemacht und ein interessanter Fußballschuh trifft es, glaube ich, ganz gut. War mal wieder was anderes. Falls ihr sowas öfter sehen wollt, wisst ihr natürlich, was ihr zu tun habt. Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren und gerne auch Feedback in den Kommentaren dalassen. Lasst auch mal ein Feedback da zu den Fußballschuhen. Was sagt ihr zur Optik? Findet ihr es cool oder sagt ihr nein? Absoluter Quatsch, auch selbst für diesen günstigen Preis. Gerne Feedback dalassen. Das war's zum heutigen Video, Leute. Macht's gut, haut rein und ciao.